Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Der Oktober neigt sich jetzt nun so langsam auch dem Ende zu und wie wir ja auch schon innerhalb der Roadmap erfahren haben, kommt ja auch Ende November dann der Pestdoktor auf uns zu. Ja, dazu gab es gestern bereits schon einen neuen Blog auf der Webshop-Seite von Shakes and Fidget und da gucken wir heute mal rein, was sie hier dazu geschrieben haben alles, ja. Helden und Heldinnen, mit Update 28.0 erscheint unsere neue Klasse Pestdoktor in Shakes and Fidget, aber wer ist der Pestdoktor, warum solltet ihr euch von seinen giftigen Tinkturen fernhalten und wie funktioniert er? Falls ihr euch für den Prozess hinter der Entwicklung von der neuen Klasse interessiert, schaut in unseren folgenden Blogpost rein. Wer ist der Pesti? Ja, hier haben wir so ein paar Artworks hier am Start vom Pestdoktor. Der Pestdoktor ist eine Geschicklichkeitsklasse, die Krankheiten und toxische Tinkturen gemischt aus Chemikalien gegen Feinde einsetzt. Manche können seine Tinktur vielleicht blocken oder ausweichen, aber sobald der toxische Einmaleffekt eintritt, lässt sich der Schaden nicht mehr abwehren. Dieser Effekt hält für 3 Runden an. Der Wurf selbst fügt den Gegnern natürlich auch schon Schaden zu. Ja, der Pestdoktor kann vergiften, Gegner ausweichen, wartet jedoch immer, bis der Gifteffekt nachlässt, bevor er eine neue Tinktur wirft. Wie immer kann er gegen Magier keine giftigen Tinkturen einsetzen. Was eine Schande. dieser kleine Wink mit dem Zaunfall nochmal. Also wo wir ja bei Playa gewesen sind, weiß ich, dass auf jeden Fall dort einige, dass mit diesem Magier, dass das für einige dort ein Dorn im Auge ist, dass sie den Magier überarbeitet haben wollen. Es wurde ja auch schon mal getestet in der Vergangenheit, dass der Magier, so wie er jetzt ist, überarbeitet wird, in dem Sinne, dass er auch nicht mehr jede Klassenfähigkeit dodgen kann, beziehungsweise diese abwehren kann, was dazu halt eben führt, dass halt sehr viel Potenzial verloren geht, neue Klassen halt ins Spiel zu bringen, die deutlich andere Fähigkeiten-Sets halt mit hinzufügen. Allerdings, es wurde da viel drüber diskutiert und wie gesagt, es wurde ja schon mal versucht, mit dem Magier, da mit dem Sonnenstein, Mondstein und sowas, was da alles gab, ne, den Magier auch einzelne Fähigkeiten zu geben, anstatt alles einfach zu negieren. Also ich sehe da auch das Potenzial auf jeden Fall hinter, muss aber auch sagen, ich stehe da auch eher auf der Oldschooler-Seite, dass die OG-Klassen bitte so bleiben sollen, wie sie sind. Ja, das muss ich sagen, auch wenn es halt schade ist, beziehungsweise eine Schande, dass halt eben ich sag mal, das Potenzial dadurch ein bisschen verloren geht, was den Magier angeht, weil er halt eben einfach alle Klassen halt eben auskontert in dem Sinne, dass es da kein neues Potenzial für zukünftige Fähigkeiten gibt. Muss ich sagen, stehe ich trotzdem auf der Oldschool-Seite, dass das so bleiben soll. Genau, aber das nur mal kurz dazu. Hauptattribut Geschicklichkeit, Eigenschaft, 50% Chance, eine Tinktur auf Gegner zu werfen, erhöhte Ausweichchance, sobald der Gegner vergiftet ist. Wenn der Pestdoktor stirbt, endet auch der Gifteffekt. Erhöhter Schaden gegen Dämonenjäger hat er hier, was auch sehr interessant ist auf jeden Fall. Der Pestdoktor im wahren Leben? Fragezeichen. Habt ihr euch je gefragt, wie der Pestdoktor im echten Leben aussieht? Keine Sorge, ihr müsst nicht länger grübeln. Ego Leipzig hat die neue Klasse dieses Jahr auf der Polaris in Hamburg dargestellt. Vielleicht seht ihr ihn in dem Outfit schon bald wieder. Ja, sehr interessant nochmal hier. Ein kleines Foto nochmal hier von der Pestdoktor-Klasse hier von Leipzig hier. Ja, das hatten wir auch hier und da ging ja so ein paar Bilder rum von dem Cosplay. Also ist auf jeden Fall schön gemacht. Ja, das Ganze wird natürlich auch relativ zeitnah, sag ich mal, erscheinen, denn der EU24-Server kommt ja auch dann schon bald und dort kann man ja dann schon auch den neuen Pestdoktor dann spielen. Also es wird ja nicht mehr lange dauern, bis dieser dann erscheint und der Pestdoktor halt dort eben auch sein Zuhause findet. Ne? Also ich bin gespannt. Ende Oktober soll er rauskommen. Kann sein, dass er schon nächste Woche irgendwie erscheint und übernächste Woche, weiß ich nicht, vielleicht dann schon EU24 kommt oder so. Müssen wir mal sehen, was da die News nächste Woche auf jeden Fall für uns bereithalten. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr den Pestdoktor spielen? Ja, nein, interessiert mich nicht. Mich würde es mal interessieren, wie ihr das Ganze seht. Ich finde den Pestdoktor halt schon
so vom sein Skillset her schon relativ interessant tatsächlich, beziehungsweise von dem, was er halt eben kann. Und das mit andere Klassen vergiften können und so, das war schon was ich schon vor, keine Ahnung, 3 Jahren in einem April-Scherz-Video, vielleicht erinnert ihr euch dran, mal als so kleinen Gag ins Spiel gebracht habe, ja, mal eine Klasse rausbringen, die Gegner so mit Gift-Tinkturen bewirft und wo dann so ein Dot-Schaden dann drauf ist. Jo, das kam jetzt endlich mal und beziehungsweise ist jetzt in der Wirklichkeit umgesetzt worden, was mich persönlich sehr freut, weil mit den Gedanken hatte ich schon vor Jahren gespielt gehabt, dass so eine Klasse mal rauskommt. Deswegen von dem, was sie kann, finde ich es interessant. Ich werde sie auf dem neuen Server EU24 definitiv auch mal testen. Ja. Für alle Leute, die da nicht so wirklich Lust drauf haben, sag ich mal, auf dem neuen Server gleich mit der neuen Klasse durchzustarten, weil das kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass der erste Server, der jetzt rauskommt, wird natürlich vergiftet sein im wahrsten Sinne des Wortes, beziehungsweise verseucht mit dem Seuchendoktor. Ja? Denn der erste Server hat immer leider das Problem mit einer neuen Klasse, dass halt, keine Ahnung, ein Großteil, gefühlt 90% dieselbe Klasse picken und dann immer nur Mirror-Matchups es gibt. Pestdoktor gegen Pestdoktor und das ist halt dann für viele ziemlich eintönig. Was ich euch da an der Stelle empfehlen kann, ist, entweder wartet ihr so ein paar Server ab, keine Ahnung, bis EU30 oder so, ja, dass ihr da dann Pestdoktor startet, wenn ihr sagt, okay, das ist mir zu lange. Also EU30 wird wahrscheinlich auch wieder ein starker Server werden, weil das halt eben ein Event-Server ist, beziehungsweise ein Jubiläumsserver. Dann würde ich euch da empfehlen, eher auf einem alten Server eventuell auch durchzustarten. Ja? Ich denke mal, wenn ihr irgendwo einen ambitionierten Aufholchar startet und ihr meldet euch da vorab irgendwo in der Gilde an, beziehungsweise habt vielleicht auch Kontakt zu dem einen oder anderen, der auch schon in so einer etwas älteren Gilde spielt, dann denke ich mal, werdet ihr da guten Anschluss finden, wenn ihr ein aktiver Spieler seid. Ihr kommt gleich schneller hoch, weil ihr halt eben auch von einer guten Ritterhalle profitiert, schwarze Edelsteine habt auch direkt zum Anfang und gute Boni, was euch sogar einen Vorteil gibt in der nachher folgenden Pestdoktor-Rangliste, weil die anderen auf dem neuen Server, die halt wirklich hardcore reinpayen oder so zum Serverstart, die müssen das sich erstmal alles erarbeiten. Ritterhalle, die Boni in der Gilde, Raids, ne, Edelsteine und so. Und ihr könnt da schon voll durchstarten auf den alten Server. Heißt, ihr seid dann schon mal vor den ganzen Leuten auf EU24 am Start mit einer höheren Pestdoktor-Klasse und seid dann hier in der Statistik-Ehrenhalle, wenn euch das interessiert natürlich nur, ne? Ansonsten, wenn euch das nicht juckt, kann es euch egal sein, in der Pestdoktor-Rangliste schon mal ein bisschen weiter oben. Ja, als die Leute auf dem, beim Serverstart EU24 so, ne? Und das ist halt relativ, wie soll ich sagen, das ist ein cooler Vorteil, wer halt eben auf ein hohes Level geht oder statpunktmäßig oben mit dabei sein will beim Pestdoktor, der fängt dann eher auf einem alten Server vielleicht an, ne? Also ist ja auch nicht verkehrt. Ja, genau. Ich bin auf EU24 schon vergeben. Ja, ich bin da in der Gilde von Lieutenant irgendwie, der hat mir eine Einladung geschickt vor einiger Zeit. Ich habe den Gildennamen vergessen, ich weiß nicht mal, ob er mir den gesendet hat oder nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das war aber eine relativ gechillte Gilde, beziehungsweise halt eben so eine Standardansprüche. Ja, und da werden wir dann halt eben mit den Ansprüchen auch da reingehen. Es wird jetzt auch für mich wieder ein Server werden, wo ich nicht drauf tryharden werde so oder da richtig krank reinpaye. Ich spiele mit meinem Standard-Sponsoring-Set, was ich bekomme. Und dabei wird es dann halt wahrscheinlich auch bleiben. Und ich will halt die Klasse testen auf jeden Fall, ob sie halt eben long-term für mich was sein könnte. Ja, weil ich habe ja immer noch nach wie vor irgendwann mal vor, einen kranken Pay-to-Win-Char auf Tryhard-Basis nochmal irgendwann letztes Mal durchzuspielen. Und das hatte ich ja gesagt, würde ich wahrscheinlich auf EU50 machen. So, jetzt hat sich, wie soll ich sagen, einer der bestehenden Klassen sich für mich noch nicht ergeben bisher, dass ich das so machen wollen würde. Deswegen warte ich halt auf neue Klassen ab. Und wenn jetzt halt der Pestdoktor gut wird, ist das auf jeden Fall eine potenzielle Klasse, die ich nehmen würde. Bis EU50 sind es ja noch ein paar Tage. Ja, vielleicht kommt da noch die eine oder andere Klasse auf jeden Fall noch raus. Also 2, 3 Klassen werden bis dahin auf jeden Fall noch rauskommen. Also 2 auf jeden Fall, 3 wird knapp. Und
Ja, dann werden wir da die auch testen und dann entscheiden, okay, wird es der Pestdoktor, der, weiß ich nicht, was gab es da noch, den Elemental Knight oder dann doch vielleicht der, ja, was gab es da noch? Der Ninja oder der Schamane oder der Knallkopf oder so. Ne? Da gab es ja schon noch ein paar Klassen, die euch auch gefallen haben. Mir auch. Und deswegen mal gucken, was uns da erwartet. Ne? Aber das soll es erstmal für heute soweit gewesen sein. Pestdoktor ist im Vormarsch und ich bin gespannt, wie die Klasse wird auf jeden Fall. Wir werden das Ganze natürlich auch dann streamen, sobald es, ja, solange es mir möglich ist. Keine Ahnung, wie ich da arbeiten muss ich erstmal schauen. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.